Der 22. Juli 2016 stellt sich als kein guter Gesprächstermin mit Kauter dabei heraus. Die Stimmung ist getrübt. Die mitgereisten Freunde aus München, alle Teil einer Ausstellungseröffnung im Rahmen des Augsburger Friedensfestes, wissen nicht, wie sie später nach Hause kommen. Es fahren keine Züge nach München, die Autobahn ist gesperrt. Die Nachrichten überstürzen sich. Mindestens 3 Täter sollen mit Gewehren an mehreren Stellen in München, unter anderem im Olympiazentrum, um sich geschossen und dabei mindestens 9 Menschen getötet haben. Ich wuchs bei Tunis in einer kleinen Stadt, heißt Ariana. Ich hatte 3 Geschwister, ich war die Älteste. Meine Eltern haben sich oft getrennt, 3-mal getrennt. Das war für islamische Verhältnisse. Sie haben einen Rekord gebrochen, sie durften nicht mehr wieder heiraten. Ich war die Fürsorgliche, die zweite Mutter quasi für meine Geschwister. Ich hatte aber viel Spaß in der Schule und ich konnte mich in der Schule richtig realisieren. Ich war eine sehr gute Schülerin, das war für mich mein Feld, wo ich mich bestätigen konnte. Also Schule war für mich sehr wichtig und meine Familie, meine quasi zweite Mutterrolle. Meine Eltern haben zu der Mittelschicht gehört. Meine Mutter war Frauenrechtlerin, erste Stunde, Tunesien. Sie hat meinen Vater geliebt. Meine Eltern stammen aus einer Oase im Süden von Tunesien. Und sie sind nach Tunis gekommen damals und wollten sich dort realisieren. Mein Vater war Beamte und meine Mutter Krankenschwester. Also meine Mutter war sowieso sehr freiheitsliebend und sehr selbstständig. Und sie hatte, die Problematik war nicht so... Ich kann es jetzt nicht in 2 Worten, ich habe es oft in meinen Erzählungen geschildert. Also mein Vater war ein Lebenskünstler, er war eigentlich nicht für Familie geeignet und meine Mutter hat es versucht und sie hat immer wieder erkannt, es geht nicht, jetzt muss er gehen, aber dann hat sie ihn doch vermisst. Ich habe Abitur gemacht und mein Wunsch war immer, wenn ich jetzt ein Stipendium bekomme, dann gehe ich ins Ausland zum Studieren. Und ich habe auch die Chance erhalten, durch meine guten Leistungen hätte ich dann wählen können unter Amerika, also Vereinigte Staaten, Kanada oder Deutschland. Und ich habe mich für Deutschland entschieden, weil ich habe sehr gerne gelesen und ich war von der deutschen Literatur und von den Philosophen ich war sehr neugierig, ich wollte Deutsch auch lernen damals. Ich kannte damals nur das Wort Ja und ich dachte, diese Sprache will ich aber lernen. Ungefähr an dieser Stelle folgt dann meist die nächste Frage in etwa so: Wann und wo und was haben Sie oder du zum ersten Mal von Deutschland gehört? Wir haben damals in der 10. Klasse, meine Freundin und ich, eine Arbeit machen müssen, eine Art Vortrag über die DDR. Wir haben über die DDR alles geschrieben, aber wir haben die Bilder von der BRD genommen, weil wir fanden sie viel lustiger und viel bunter. Da kann ich mich erinnern, der Text war über Honecker, aber die Bilder waren von München und es war klar, Deutschland ist sehr gut zum Studieren für technische Fächer und ich habe ja das Studium für ein technisches Fach bekommen. Aber wie gesagt, bei mir war dieses Interesse an Literatur und Philosophie. Ich dachte, ich möchte schon dieses Land kennenlernen. Dann kam ich 1983 nach München an einem verregneten Tag. Ich glaube, der 13. September 1983. Aber im Arabischen ist die Zahl 13 Glückszahl. Mich hat damals dieses Grüne sehr beeindruckt am Anfang. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Mir hat meine Familie natürlich sehr gefehlt in der ersten Zeit. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, die erste Zeit war sehr schön für mich. Ich habe wirklich richtig Spaß an der deutschen Sprache gehabt. Ich habe immer von anderen Kommilitonen, die aus anderen arabischen Ländern kamen, die haben sich gewundert, dass tunesische Mädchen alleine unterwegs studieren. Aber in Tunesien waren wir schon da weiter zu dem Zeitpunkt. Also es war für Mädchen wie für Jungs, wer gute Leistungen hatte,
konnte einfach ins Ausland gehen zum Studieren. Meine Absicht war eigentlich studieren und heimgehen. Ich habe es so im Kopf damals gehabt, 5, 6 Jahre und dann gehe ich zurück. Aber ich habe meinen Mann kennengelernt und wir haben geheiratet und dann blieb ich hier. Kauter schreibt, ja, man kann sagen, sie ist Schriftstellerin. Aber weil sie wie viele Künstler nicht oder noch nicht von ihrer Berufung leben kann, verdient sie ihr Geld eben in der Softwarebranche. Angefangen habe ich eigentlich schon relativ früh. Ich kann mich erinnern, in der Schule habe ich sehr gerne Aufsätze geschrieben und auch so mit 16, 17 Gedichte und Kurzgeschichten. Eigentlich in meiner Muttersprache. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in Deutsch schreiben würde. Hat sich aber dann irgendwann mal ergeben. Ich habe die Kolumne von Axel Hacke immer gerne gelesen und irgendwann mal dachte ich mir, das könnte ich auch schreiben, auch auf Deutsch. Okay. Und dann habe ich angefangen. Ich habe es ihm auch geschickt übrigens. Und ich schrieb aber auch weiter in Arabisch. Also es war für mich auch wichtig, weiter so zweigleisig, weil ich bin meiner Muttersprache viel mächtiger. Ich kann mich da viel leichter ausdrücken, das ist ja klar. Und es ist wie bei so vielen anderen Künstlern. Der Kopf ist voll mit Ideen, Plänen, aber um die zu verwirklichen, bräuchte es viel Zeit. Und die fehlt, weil der profane Alltag zu viel davon für alltägliche Dinge abverlangt. An sich ist es gut, was anders zu machen, weil es ist eine andere Welt und es ist ergänzend. Aber für die Konzentration, für richtig größere Projekte, ja, denke ich, manchmal wäre doch besser, wenn man am Stück nur das macht. Und das ist dann schwierig, dieser Spagat hier und hier. Ich habe bisher auch nicht das produziert, was ich mir wünsche, aber ich bleibe dran. Ich denke, wichtig, dass du dich selbst nicht aufgibst. Ich würde mich freuen, wenn ich die finanzielle Unabhängigkeit hätte. Also wenn ich nicht so verkaufe wie jetzt, weil jetzt ist mühselig, damit wird man nie reich oder kann man nicht mal davon leben. Würde mich freuen, wenn ich etwas schreibe, was mich überzeugt und was Geld bringt. Ich hätte nichts dagegen. Aber ich merke auch, dass dieses Geschäft ist nicht so einfach und ich denke, bleib dran am Literarischen, dass du dich da verwirklichst. Bisher habe ich Kurzgeschichten, also Erzählungen hauptsächlich, mal länger, mal kürzer und Gedichte ja ab und zu. Das ist auch, ich behaupte nicht, dass ich eine Lyrikerin bin, Poesie schreibe ich, sage ich. Ja, Roman wäre schon, ich habe gleich 3 Entwürfe und ich hoffe, dass ich dazu komme, das zu realisieren. Ich habe im Arabischen ein Projekt und auf Deutsch sogar 2, aber ich hoffe, dass ich demnächst das irgendwie anpacke und mal realisiere. Das wäre schon mein Ziel, einfach einen Roman zu schreiben. Und ich merke, meine Themen sind doch immer wieder, das zieht mich, also dieses Tunesische. Nicht nur, ich schreibe auch über Rotkreuzplatz, wo ich lebe in München, das schreibe ich auch. Aber das mit dem arabischen Frühling hat mich jetzt sehr auf Trab gehalten. Einerseits, was sich für Tunesien positiv entwickelt hat nach diesem Umbruch, dass man wirklich endlich sagen kann, darf, was man denkt, dass man sich äußern kann, diese Meinungsfreiheit. Und dass die Leute sich jetzt auch irgendwie zusammenraufen, um einen Konsens für Demokratie zu entwickeln. Es ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen. Aber ich habe meine Bedenken, wenn ich jetzt die wirtschaftliche Lage, die ist nicht gut und das spielt auch große Rolle. Man sieht jetzt auch kein Ende am Tunnel. Irgendwie ist im Moment für mich etwas deprimierend. Vor allem diese Jugend, die jetzt zu IS läuft und die Entwicklung, das ist schon eine große Sorge, warum so viele Tunesier im Prozentsatz bei IS landen, warum die jungen Leute immer noch denken, viele denken immer noch, dass wenn ich nach Europa komme, finde ich Arbeit, geht es mir besser.
Trotzdem, hier in Europa haben wir das Gefühl, dass Tunesien in seiner Entwicklung weiter fortschrittlicher ist als viele andere arabische Länder. Also in Tunesien gibt es schon eine Zivilgesellschaft und es gab eine kleine Aufklärung. Es gab diese Gewerkschaften schon im letzten Jahrhundert und das ist der Unterschied beispielsweise zu Libyen, wenn man schaut. Es gibt eine Mittelschicht, die auch sehr gebildet ist im Vergleich zu anderen Ländern. Die Homogenität der Tunesier, es ist ja auch, die meisten sind Moslems, es gibt nicht viele Völker, das ist Beispiel mit Syrien verglichen, es ist viel komplexer dort. Libyen sind das Stämme eigentlich, die von Gaddafi zusammengehalten wurden. Und jetzt sieht man das, was für Anarchie, weil keiner mehr die alle zusammenhält. Ich denke, das ist die Bildung, die von Bourguiba und seinen Vorgängern gefördert wurde. Die Menschen sind verglichen mit den anderen doch weiter in ihrer Bildung. Und viele haben auch Gespür für Demokratie, was das sein kann und für ihre Rechte als Menschen, als Bürger aufzutreten. Vielleicht würde Kauter an einem anderen Tag die Dinge etwas optimistischer formulieren. Wenn heute nicht der 22. Juli wäre und gerade ein, wie es sich erst später herausstellt, 19-jährig, psychisch kranker Junge 9 Menschen und sich selbst tötet, warum auch immer. Und weil er iranische Wurzeln hat, kommen eben morgen die Hardliner ans Mikrofon, die es schon immer gewusst haben. Dass heutzutage die Flüchtlinge an allem schuld sind und sie deswegen die Grenzen schließen wollen und abschieben wollen und was weiß ich alles. Eigentlich war das Gefühl immer latent, irgendwo wird etwas hochgehen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit und wo es wird. Das ist Glück oder Pech. Ich habe heute auf dem Weg hierher am Bahnhof gedacht. Ich denke immer wieder, wenn ich da so viele Menschen sehe, denke ich, es könnte jederzeit was passieren. Und zu den Ereignissen, Beispiel jetzt auf Nizza, das ist schon sehr traurig, dass da Tunesier der Täter ist. Heute kamen noch dazu irgendwelche Nachrichten, dass da auch 3 Tunesier, die da mit involviert sind, die ihm geholfen haben sollen. Ich denke, es gibt immer mehr Probleme für Menschen hier, die hier leben. Es reicht, dass man anders aussieht, dass man andere Religion hat. Es wird enger alles. Das ist kein gutes Gefühl. Man kann es kaum fassen. Ich habe ja auch jetzt mit meiner Familie, mein Kind ist auch nicht zu Hause. Ich mache mir schrecklich Gedanken, bis ich gewusst habe, wo er ist jetzt. Und also ich bin vom Grund auf ein optimistischer Mensch. Ich lasse nicht zu, dass nur Negatives hochkommt. Aber ich sehe es problematisch im Moment. Ich hoffe, dass es besser wird. هذا الصباح بسط الشتاء وشاحه الهشة الناصعة على ميونخ. نتفة من ثلج لأمي التي تنتظر عودتي النهائية في الصمت، لا يعرف التذمر أو الكلل منذ 20 شتاء. نتفة من ثلج لتلك الفتاة في المترو ذات الأنف الإغريقي التي كانت تتأفف من رعونة النظام الدراسي الجامعي هنا، لرفيقها الذي كنت أسمعه ولا أراه، نبرة صوته نسيمة نيسان، تهمس لها: كم أحبك. نتفة من ثلج لبائع مجلة من لا مأوى لهم في هذه المدينة، أولئك من سقطوا يحاولون تسلق السلم من جديد، أولئك من عدوهم اللدود الشتاء. نتفة من ثلج لبائعة الخبز التونسية في نفق المترو، تلك النملة الدؤوب
تبتسم للحرفاء بتلقائية من يحب الخير للآخرين نساء ورجالا، رغم أنف دكتاتورها القابع في البيت العاطل عن العمل، رغم أنفه كغيره من الملايين. يحاول إقناعها أن الابتسام من غير ضرورة حرام. ندفة من ثلج لزميلة البافارية التي لا مفر لها اليوم من مبذع الجراح. يستأصل رحمها الفتي، وكم كانت تحن لأن تصبح قريبا أما. ندفة من ثلج لرفيقتي صبايا التي اختفت من مساحة أيامي. فضيلة، لماذا انقطعت عن زيارتي في منامي؟ قد حسبت النسيان وقفا على الأحياء. ندفة من ثلج لصوت ماجد الرومي يرافقني في طريقي بين البيت ومحطة المترو، يضيئه ب1000 شمعة وشمعة. ندفة من ثلج لجارة الروسية ذات 80 عاشت ما قبل الحرب وما بعد الحرب، وعاشت شتاءين محتضرين جوعا، حصار ستالينغراد. ندفة من ثلج لذكرى من توقف بهم ثعبان قطار شحنوا فيه مع برازهم ورعبهم ذات فجر رمادي الضباب. ندفة من ثلج لكل من قال ويقول وسوف يقول للظلم لا. ندفة من ثلج لكل مستضعف. ندفة من ثلج لكل منبوذ. نديفة من ثلج لكل طفل.